Hallo, schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich die wohl unproblematischste Suppe der Welt. Dies ist wirklich eine einfache Suppe, die man auch hinbekommen sollte, wenn man müde ist oder einfach das Kochen furchtbar findet. Also packen wir es an. Hier habe ich eine Packung Esskastanien oder auch Maronen genannt. Man kann sie einfach das ganze Jahr über fertig vorbereitet im Supermarkt kaufen. Man findet sie meistens bei den exotischen Früchten wie Maracuja, Datteln und getrockneten Feigen. Man muss aber sehr genau hinschauen oder fragen. In einer Schachtel befinden sich meistens 2 Päckchen. Ein Päckchen reicht für 1 bis 2 Portionen, je nachdem wie dick man die Suppe mag und wie hungrig man ist. Hier ist ein Päckchen, das man mit der Schere aufschneiden muss. Die Maronen werden in einen möglichst hohen Topf gegeben. Ein Milchtopf eignet sich gut. Ich habe jetzt hier einen relativ weiten Topf genommen, denn damit kann man besser filmen. Praktisch ist er nicht. Durch das Vakuum kleben die Maronen ziemlich zusammen und ich löse sie ein wenig voneinander. Zu den Maronen wird ein kleines Stück Butter gegeben, vielleicht 20 bis 30 Gramm. Und natürlich wird auch noch gesalzen. Bitte verwendet Meersalz oder noch besser Fleur de Sel. Das ist ein ganz einfacher Trick, um euer Essen auf ein ganz anderes Niveau zu bringen, denn dieses Salz schmeckt besser, auch wenn das jetzt komisch klingen mag. Bitte glaubt mir in diesem Punkt einfach. Gepfeffert wird natürlich auch noch ein wenig. Der Topf wird aufgesetzt und die Maronen werden in der Butter ein wenig angebraten. Ich habe es schon oft gesagt, beim Kochen, will sagen beim Essen, geht es immer auch um die Röstaromen, die ein Gericht interessanter schmecken lassen. Also lasse ich die Butter nicht nur schmelzen, sondern auch braun werden, wobei sich besagte Röstaromen bilden können. Wer es ganz eilig hat, kann diesen Schritt auch auslassen, das ist kein Beinbruch. Für dieses Anrösten habe ich mir ganze 3 Minuten Zeit genommen. Ob ihr euch diese Zeit nehmen wollt oder nicht, ist eure Entscheidung. Alles ist richtig. Nach dieser Zeit wird mit Wasser aufgegossen. Insgesamt habe ich 250 Gramm Wasser verwendet. Man gibt das Wasser hinzu und bringt alles zum Kochen, was bei mir weitere gute 2 Minuten gedauert hat. Ich habe absichtlich keine Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe genommen, denn ich möchte den Geschmack der Kastanien genießen und der ist eher subtil. Gemüsebrühe wird oft mit Sellerie gemacht und das wäre mir zu dominant. Aber auch das könnt ihr halten wie der auf dem Dach. Das Erhitzen lässt die Kastanien weicher werden, was gut ist, denn jetzt werden sie püriert. Wie schon erwähnt, benutzt besser einen Milchtopf mit einem hohen Rand, dann gibt es weniger Kleckerei, wenn es spritzt. Kochen ist gut und recht und eine Sache, aber hinterher die Küche aufräumen und wieder sauber machen eine ganz andere. Ich hatte etwas zu wenig Wasser genommen, wodurch eher ein Brei entstand, also wird noch etwas Wasser nachgegossen. Der Pürierstab zerschlägt die Kastanien und die in ihnen enthaltene Stärke lässt die Suppe andicken. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Sahne in die Suppe und es kann abgeschmeckt werden. Mir fehlte noch etwas Salz, umrühren und fertig. Es kann serviert werden. Wer möchte, gibt noch einen Klecks geschlagene Sahne auf die Suppe. Die Sahne schmilzt allerdings sehr schnell aufgrund der Hitze, das macht aber nichts, eher im Gegenteil, dadurch wird verhindert, dass sich auf der Oberfläche eine Haut bildet. Es kann gegessen werden. Wer Hunger hat, kann sich auch noch ein Butterbrot dazu machen. Vielleicht probiert ihr dieses Essen hier einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Maronensuppe für 1 bis 2 Personen, je nach Hunger. 200 Gramm vakuumierte Maronen oder auch Esskastanien genannt. 250 Gramm Wasser. Meersalz, Pfeffer, eventuell eine kleine Prise Zimt, ein Esslöffel Schlagsahne sowie geschlagene Sahne zum Verzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.